So, da bin ich wieder gesättigt und die Synapsen etwas durchlüftet für zwei weitere kurze Runden von diesem Spiel. Also, es macht ja Spaß, aber es ist halt a very special taste, wenn man das so sagen möchte, ne? Also, ja, ist halt sehr 90er Jahre Cool Kids, ne? Alles ist eklig mit Popel und Kaka und Pipi und der alte Sack, der da mit seinen Anekdoten kommt und ja. Aber ich meine, ist ja schön, dass zumindest die Fragen, dass ich die Fragen wenigstens mal beantworten kann, ja. So, jetzt muss ich nur noch starten hier. Jo, jo, jo. Das können wir wieder überspringen. Here's my first question. How many people are Eine dying Person, playing alone, Baby huh? Diva. You should be the smartest player in the game. Why don't you give me your name? Dann nehme ich mich jetzt mal Anus. 45 seconds. Alright, buddy, hit the number of the icon. Nehmen wir Mutanten-Dinosaurier-Baby. 30 seconds. Okay, your buzzer's gonna be the letter B. Hey, hold your pants. I got a bum leg. Tja, der Alte darf nicht fehlen, ne? Woo! All right. Welcome to Headrush. I'm Bob. Ja, and you Hallöchen. are pathetic. Playing by yourself? All right, whatever. Here's what you got to do Alter. anyway. Can we go now? Sehr nette Introduction hier, hä? All righty, pick one. Nehmen wir gleich mal das. Tja, Now serving. That's Der one wurde big freaking geplättet, pool. hä? How does $20,000 sound? Ganz Hey, nett. you ever play that Kommt game noch in die a Frage. swimming pool called Marco Polo? You know, someone goes, Marco, and then everyone else goes, Polo, and then you try to catch them? Well, ja. if you're playing Marco Polo with people from the country in which Marco explored, who are you trying to grab? A Chinese person in a Speedo, a skinny-dipping Italian, an American with a nose plug, or a shriveled and pruny Jamaican? Ja, aber ist ja auch witzig. Warte mal, das finde ich gerade irgendwie. Ja gut, irgendwie sind die alle negativ dargestellt, also die Amerikaner. Ja gut, der Chinese im Speedo ist auch noch, aber der abgemalte Italiener, der wahre Italiener, das will ich ja nicht sagen, ne? Italy? No, that's where Nee. Marco Polo was from. Let me guess. When you're playing Marco Polo, you just grab yourself, Ach, right? Explored, ach scheiße, das habe ich. For the curious, Ja, mal here's richtig the right lesen, ja. answer. Marco Polo's writings about his journeys in China inspired other explorers to set Ja, off dann. around the world. It really sucks playing Marco Polo with him in the pool, though, because every time you say Marco, he just Okay. goes, what? Konzentration, I Doc. need a category. Konzentration, Doc. Ne? Richtig die Fragen lesen, richtig zuhören. Mine's longer than yours, alles klar. Open wide and get ready for mine's longer than yours, and you're playing for a $30,000 Na dann. wad. All right, now what's the deal with those guys 30.000. on Home Improvement? You know, they all got like 3 names. What's going on? If the boys share a dressing room and use Jonathan Taylor Thomas's last name, Taryn Noah Smith's first name, and Zachary Ty Bryan's middle name, how would their door read? Oh, and let me get rid of this for you. Would the door say Jonathan Noah Bryan, Taryn Ty Thomas, Zachary Taylor Smith, or Melissa Love Geller? Ach so, das stand da gerade da. Ich kenne die Charaktere halt nicht. Ich hab also nicht aufgepasst. Schon wieder nicht aufgepasst, aber der erste ist der Jonathan, oder? Wait, you know you're supposed to pick the correct answer, right? Ja, ist doch gut. Meine Fresse, das ist egal. Hey, got a minute? Take a look at a right answer. You take Taryn Noah Smith's first name, Zachary Ty Bryan's middle name, and JTT's last name, you get Taryn Ty Thomas, which would be the dream teen hottie. I mean, JTT's head on Zachary's body and Taryn's legs. Ooh, who could ask for anything more? Except ja. for maybe a hammer Keine to Ahnung. beat him with. Keine Ahnung. Okay, pick a category. Trivialfragen. Everyone's doing it. Hey, nice choice. You just picked a dis This or or dead. that. Na dann. Take the banana. Boom. The category for this dis or dat question is Almost everyone's doing it. Okay, I Was haben wir jetzt? chill out, okay? Virgin, not a virgin, skip. Come on, gang, let's go. Let's do it. Blossom, virgin or not a virgin? Blossom. Ist das nicht von Powerpuff Girls? Also Virgin. Doogie Howser. Donna from 90210. Ach, was weiß ich? Paul from the Wonder Years. Angela from My Soul. Darlene from Roseanne. Last one, Rudy from The Cosby Show.
Last one. Hurry. That's all she wrote. You picked up 5. Not memorable. Ja, Cosby Show ist mittlerweile so ein bisschen, ne? All right, I need 3 more categories. Hit me. Ein sehr unangenehmes Thema, ne? Okay, I need a category. Das war sowas. Jetzt nicht so viele Television-Fragen, bitte, ne? Sagt er und wählte was mit den Schlümpfen, aber It's all Smurf to me. das dürfte jetzt nicht zu schwer sein. Says you don't know this one. All right, now imagine the Smurfs want to stage some Greek myths. If the Smurfs stage the Greek myth of Narcissus, who would be best suited to play the title role? Jokey Smurf, Vanity Smurfette, Smurf. Brainy Smurf, or Vanity Smurf? Vanity Smurf, ganz klar. Narcissus was so vain that he fell in love with his own reflection in a pond, and then he turned into a flower. Da gibt's schlimmere Schicksale, ne? Now that I'm a flower, I can stare at my reflection all day without any interruption. Ah, bees! Ah! Category, please. Feed your head. Na, dann gib mir Informationen. Oh ja, schön, immer ran da. Say hello to Feed Your Head. Obwohl der linke Nord ein bisschen schlimmer war. Zumindest Zumindest haben wir nicht an den rangezoomt. You know that show Nick Farino, Licensed Teacher? Yeah, whatever. Say that in a lame attempt to be hip for Black History Month, Nick Farino orders soul food for his class. If Nick screws up and orders soul food, what will his students be eating? Indian curry potatoes, Japanese sushi, so einfach South hier. Korean fish stew, Komm schon. or... Seoul is the capital of South Korea. Ja, das ist Allgemeinwissen Well, hier. hey, at least he didn't serve him the soul from the bottom of his foot. Okay, pick a category. Uh-oh, I smell cleaning products. Well, that means we're in for a session with our good buddy, Milan, the janitor. Was ist das? And I believe this one's called Gift Ideas from the Bathroom. And you pocket 20,000 clams if you get this one. Good day to you, Robert. Come on, Milan, call me Bob. Hey, what do you got there? I thought I would share my collection with you. Holy mackerel. What is it you collect? Oh, many different things. Huh, okay. Hey, maybe you can ask a question about your collection. A fine idea, my small brain friend. Which of these phrases uses a collective noun? A bunch of dead squirrels, let's see, a jar of urine, a stained toothbrush, or a piece of wet toilet paper. Der klingt wie Borat. Der klingt wirklich wie Borat irgendwie. Ja, das wird wohl erstens sein. A collective noun refers to a group of things together, like bunch or herd or class. Nice. A bunch of dead squirrels is totally disgusting, Milan. I mean, what could you possibly do with those? Where I come from, squirrel is a delicacy. You can also make ear muffs out of their little tail. Really? Sure. Here, put this on. Ooh, they're warm. Now, eat this. Tja, Hey, don't eat all of hör it. auf I Borat. feel warm inside and out. Ooh, squirrel, who would have thought? Jerk. Alrighty, pick one. Oh. Wieder was mit X-Files, ja. Hat er da seinen Ellenbogen auf dem brennenden Ofen? Pucker up for X-filing cabinets. 20,000 bucks for a correct answer. Na dann, her okay, damit. imagine you get a quick peek into some old X-Files. You open one up, and this is what it says. World famous female pilot disappeared during 1937 attempt in and around. Amelia Earhart was the aviatrix who mysteriously disappeared during a flight and was never found. Ja, komm schon, das ist jetzt ja, ne? But of course, now we know she was shot down by the government for her knowledge of a secret extraterrestrial plot to colonize the Earth. Damn those aliens, they're out there! Damn you aliens! Yay, yay. I need a category. I hoard. Mein Gott. Looks like this category is Kiss My Axis. Durchgeknallte Tschernobyl-Kugel. $30,000 for this one. Okay, imagine the unthinkable happens and they shorten summer break to 1 day. Of course, in your brilliance, you realize they never said it had to be an Earth Day. Since this planet takes the longest to rotate once on its weiß ich axis, nicht. what should you do to enjoy the longest summer break? Vacation on Venus, knock off on Neptune, pop over to Pluto, or journey to Jupiter? Also wir reden jetzt von dem Planeten, der sich um seine eigene Achse am längsten dreht. Ich habe keine Ahnung. Nee, ich riskier's nicht. Hey, Ich hab's let's nicht take a look nötig. at the right Warum? answer.
Venus Venus. takes 243 Earth days to make one rotation, so that would be one long summer break. But then it would be more than 10,000 days till Christmas break, so I guess you can't win them all. Klingt jetzt nicht so schön, da bin ich froh, Category, dass please. das nicht so schlimm hier ist, ne? Yeah. Coming at you, land of the dying virtual pets. Get it Rebellisch. right, I'm handing over 20K. Hey, Ja, are damit. you familiar with haiku? You know that Japanese form of poetry? Well, see if you Ja. can pick the line that completes this haiku. My Tamagotchi, I forgot to care for you. Should the last line be, fly far away from me, I'll meet you in hell, my head is full of doo-doo. Or, so what, you're just a stupid digital toy. Oh, jetzt weiß ich natürlich nicht, wie ein Kaiju aufgestellt ist von der Wortanzahl her, also das muss ich nicht reimen. Take it. Ich glaube, das erste, kann es sein? Fly away? Wait, were you talking to your money just then? Offensichtlich, ja. Weg damit. Should have picked this. Ein Mädchen her. Haiku is that 3-line poetry that has 5 syllables, then 7, then 5 syllables per line. I'll meet you in hell has Ja. 5 syllables. Ich Yeah, wusste I jetzt never natürlich nicht die understood all the fuss Silbenanzahl, over also those digital das habe pets. ich jetzt nicht gewusst. Ooh, time to feed Fluffy. Bei mir sind die Tamagotchis damals immer Okay, gestorben. I need a category. Ja, und ich weiß doch, das soll ich mal kurz erzählen, das war nicht so uns. Ich hatte mal Tamagotchi, das ging mir so auf den Sack, oder nee, das ging nicht mir auf den Sack, das ging meinem Bruder so auf den Sack, dass er das damals im Sandkasten vergraben hat. Also das hat immer mitten in der Nacht angefangen rumzupiepen und rumzuschreien und sowas. Und irgendwann ist er mal gut. Irgendwann hat man einfach keine Lust mehr. Die Dinger waren schon echt nervig, also. Deswegen war ich ein bisschen schockiert, wo irgendwann mal dieses, auf dem Handy gab es dann dieses Poofy, dieses komische, dieser braune, schwabbelige Kackhaufen, was auch immer das war. Das war ja auch so dieses Prinzip, wo ich dachte, nein, bitte nicht. Ich hab heute noch ein Trauma von diesen Tamagotchi-Dingern. Das erste. Howdy do. Well, what do we have here? School sure is rough. You give me a right answer, I give you 30,000 bucks. I'm Hey, having it. remember that guy Ivan Pavlov who did those psychology experiments with dogs? If Ivan Pavlov's dog follows him to school every day, what problem will most likely arise? His dog salivates when the recess bell rings, his dog smokes in the boys' bathroom, his dog Ja, vomits das after war das eating Erste. cafeteria food, or his dog viciously attacks other students. Das war auch der vom Prinzip her die Reaktionsfähigkeit von den Hunden testen wollte und hat den dann so trainiert, dass Go for it! wenn die Glocke klingelt, der Sabber läuft. Ne? Was das? Pavlov's dog salivated when it heard a bell ring because it was trained to associate bells with food. And if the fire bell goes off, they can also use his dog to slobber all over the fire. Oh Gott. Was für eine Geräuschkulisse, ey. I need a category. Wir sind ja schon da. All right, fine. Alles You klar. wanna get to the Headrush? Los geht's. Consider it done. Oh, you may need this clue. Who's the fruit on stage? Well, let's see if you can at least get a pair Who's on the this fruit on one. stage? Mal schauen. Fiona. Weiß ich nicht. Fiona, keine Ahnung. Fiona Apple. Keine Ahnung, wer das sein soll. Blind Tomato. Oder nicht? Kommt das noch? Blind Duty. Pink. Blind Melon. Keine Ahnung, was das jetzt sein soll. Smashing Pumpkins kommt mir tatsächlich bekannt vor. Limeheads, Orange. Ja, ich rate nur. Ich versuche einfach nur Dinge zu verbinden, die gut klingen. Black Grape. Chuck E. Cheese. Ah nein, Chuck E. Cheese ist was anderes. Chuck Too Skinny. Chuck Berry. Ah, okay, alles klar. Naja, Good effort, good effort. Nice hustle. Let's check out your final score. war nicht so toll. That's the game.
Hey, you know, I can think of 2 words that describe this game, and both of them happen to be so. That's right, you did so. But I had fun, so I'll see you next time. Ja, eine Runde machen wir noch. Ach, schade eigentlich, ne? Ich meine, letzte Runde war ich im 6-stelligen Bereich jetzt, ne? Aber ist okay. Ich meine, ich habe jetzt konsistent in 3 Runden einen guten Plusbetrag herausbekommen. Das kann man ja auch nicht von allen vorherigen Runden behaupten. Von daher ist das in Ordnung. So, eine letzte Runde mache ich noch, dann habe ich auch gut die Aufnahmelänge gefüllt. Ja. 60 seconds. Oh, hi, how are you? Good choice. Okay, one. Cool. What's So, your wir hatten name? also Anus, wir hatten Penis, dann kommt jetzt der Hoden. 45 seconds. Alright, pick your icon. Just So, wir hatten noch nicht diesen creepy Clown da, der unter meinem Bett wartet und mich your umbringen buzzer's gonna möchte. be the letter B. Der sieht doch aus wie so ein Hoden, ne? So ein alter, vergammelter Hoden. And now, Bob the Hose. Bob the Hose. Yeah. Well, look at you playing Headrush by yourself. Hey, can I let you in on a little secret? You're gonna win. Now then. Ja, ich glaube Here, auch. my friend, Große is the Überraschung. Julio. Question comes up, you buzz in, then you hit a 1, 2, 3, or 4 Große to pick your Überraschung. answer. Pretty darn easy, ain't it? And let's do it. Okay, pick a category. Und Flash. Let's see what we got here. Mmm, tastes like dirt. Looks like this one's going for 10,000 bucks. Here's the pitch. Say McDonald's has decided to rename the Big Mac after the biggest state in the United States. What would be the best name for this Was new weiß ich. hamburger? Alaska Mac, Rhode Island Mac, Mississippi Mac, or Texas Mac? Also Rhode Island auf keinen Fall. Mississippi, Texas ist es groß? Alaska? Keine Ahnung. The largest state in the U.S. is Alaska, Ah, so you'll be chowing down on the Gut Alaska geraten Mac. anscheinend. And for dessert, try the chocolate McMousse. Nice. Alrighty, pick one. Natürlich, ist Schule scheiße und Fernsehen ist gut. Ne? Das ist so was, was so ein cooles Kid aus den 90ern The sagen würde. category is Wahrscheinlich auch nur ein school Kid sucks heutzutage, compared to aber- TV. How does $20,000 sound? Klingt gut. And we're off. Which TV show best demonstrates the phrase necessity is the mother of invention? My Two Dads, Murphy Brown, MacGyver, or The Nanny? The Mother of Invention. Der Geiler war doch immer der Typ, der irgendwie alles aus allen möglichen Mist-Erfindungen zusammenbasteln konnte, oder? MacGyver's the guy who always comes up with some creative solution to Yeah. a tough problem. Nice. MacGyver, the lava's coming closer. No problem. I need some tampons, the heel of your shoe, and 60 pounds of cement. I don't have 60 pounds of cement. Well, then we're screwed. Aber warum nicht? Das hat man doch immer mal dabei. Please. BookTube, okay. Yummy. And this is, so Lecker that's immer why rein. they call it the boob tube. And it's worth 20,000 bucks if you get this one right. Let's boogie. Wir schauen mal. If obnoxious media queen Jenny McCarthy is a victim of McCarthyism, what has she most likely been accused of doing? Hosting a dating game for Democrats, shaking her butt for a monarchist, posing nude in a communist magazine, or belching at the Republican Das weiß convention? ich. McCarthyism. Vielleicht Monarchie. Keine Ahnung. Well, no, I'm afraid not. Tja, ich hab's versucht. Sollte The nicht sein. correct answer is... Back in the 1950s, Senator Joseph McCarthy started accusing everyone of being a communist. Comrade, have you seen new Jenny McCarthy spread? I think Fidel Castro's spread is much better. Nett. Okay, I need a category. Kommunistisches Pornomagazin muss auch ziemlich toll aussehen, ne? Well, now, what do we have Mit here? Sichel und Hey, you Hammer just picked a dis or vor dem dat. Geschlechtsteil, ne? Oder die Sichel vor dem Hammer, wenn ihr versteht, was ich meine. Haha. The category for this dis or dat is... Ran You've got damit. a river running down your leg. Okay, someone's in a hurry. Okay, get the monkey out here. and Ach let's du go. Scheiße. Das weiß ich doch nicht. And we're off. Gut, Geografie ist auch so Arkansas, ein... east or west Keine of Ahnung. Mississippi. Illinois. Kentucky. Mississippi. Michigan. Missouri. This is it. Out. Ja, sorry,
hab einfach geraten. Keine Ahnung. This way. At least you're, Ich done. kenne mich mit amerikanischen Staaten nicht aus, also. Hey, it could be worse. I mean, you could like Ja. drown in a sewer. Okay, what's up next? Ich bin immer noch im Plusbereich, also. Mobb mich mal nicht so. Okay, pick a category. Oh, Sugoi! Alright, give it up for Saved by the Cancellation. 10,000 beanies if you get this one. Eyes up Yeah. front, we're moving. Imagine that the pupils in Saved by the Bell act the same way as the pupils in your eyes. What will happen when the brightest student walks by in the hall? Zach gets really huge, Kelly becomes reflective, Screech suddenly shrinks, or Slater becomes inverted. Aber hellem Licht schrumpfen die doch, oder nicht? It's yours Oder- if you want it. Oder weiß ich nicht, gehen die zurück und pullen sich nach innen? Ich glaube nicht, ne? Oder? When light hits your Doch, eyes, your ja, genau. pupils get smaller, so Inverted. Screech would shrink. In Stülpen. Nee, das war's ja nicht. Das war schon richtig mit Schrinken. Schrinken, oh. Slater, did Schrumpfen. someone say something? Ich merke schon, es wird langsam Zeit, das I jetzt zu need a beenden. category. This bad boy is. I gained 800 pounds in 2 weeks. 20,000 bucks Schön. says you don't know this one. Herzlichen Wipe Glückwunsch. off that finger, because here we go. Which of these models would be the heaviest? Naomi Campbell on Pluto, Nikki Taylor on Uranus, Cindy Oh. Crawford on Jupiter, or Kate Moss on Dann Mars? müsst ihr natürlich jetzt wissen, welcher Planet welche Anziehungskraft besitzt. Keine Ahnung. Uranus. Oh, jetzt verkacke ich aber ordentlich, ne? Oh, and here's what you Sehr viele didn't pick. Planetenfragen diesmal wieder. Jupiter's the most massive planet, so it would exert the most pull on a supermodel and make her the heaviest. Yeah, that's great, Cindy. Now, a little more love. Ach ja, ich muss mir angewöhnen, irgendwie mein Handy auszumachen, wenn ich gerade aufnehme. Oder zumindest es wirklich auszuschalten. Weil gerade habe ich noch einen Anruf bekommen. Ihr habt auch nichts verpasst, ne? Also im Prinzip ja, habe ich jetzt eine Frage ausgewählt und das ist jetzt der nächste kleine verstörende Cartoon vor der Frage. Take a look at your head-butt category. Dear Head-butt. Diary, my mom's a cow. Kenn ich This übrigens nicht, question's die gonna Kategorie ist start auch- out at 50,000 big ones. Auch was Neues, ja. Okay, here's how you headbutt. You're gonna see an equation like this. All you gotta do is figure out the parts and add them together. Let's see here. Paid athlete is pro, littlest Hanson is Zach, add them up, pro Zach. Pretty simple, huh? All right, now you're gonna have about 30 seconds to solve this, but every second and a half, I'm taking away some cash. Ja. All right, you ready? What's the sum of this equation? Flower. Flower plus famous diary writer. Flower kann alles sein. Daisy. Okay, for the first part, I'm talking about that red flower that you give your main squeeze. You know, violets Rose. are blue and all that crap. Diary Writer. The Rose. second part is the name of that young girl who kept a diary during World War II. Remember? Was? Talk to Flower. me, type in your answer Give and hit them return. Someone You Love ist eine Rose. Und das zweite N. Roseanne. Ah, Roseanne, ach so. Roseanne, ach, You know, I von really der like Sendung that show, Roseanne. but I always wished Roseanne would, you know, loosen up a Sitcom. little bit and say what was really on her mind. Not worry about appearances so much. Also Famous Diary Writer ist natürlich, ne? Okay, I need a category. Schwierige Umschreibung, sagen wir es mal so. The category? Those gassy nobles. And you're playing for a $30,000 wad. A 1, a 2, a 3. If the So. noble Prince Charles were to actually give off noble gases at the dinner table, which of these would he not emit? A neon fart, helium-smelling breath, a radon belch, or a hydrogen hiccup? Gute Frage, aber Neon ist doch kein Gas, oder? No, but how cool would that Ach, be? keine Ahnung, ich weiß es doch nicht. look at I never. Aber man merkt, ich habe so ein paar Wissenslücken in gewissen Gebieten, ne? Geografie, Chemie. In case you're wondering, hydrogen is not one of the noble gases. Rather, Mummy. These scones and blood sausages have given me a nasty case of the hiccups. Ah, das ist bescheuert. Okay, pick a category. Ah, Grammatik, das klingt doch spaßig. So boy. This one is Grammar and Gramper. Sushi. And you pocket 20,000 clams if you get this one. All Na dann. right, let's see how much you learned by falling asleep in English class.
Which of the following song titles is an example of a simile? Mo Money, Mo Problems, Where It's At, Bop, or Smells Like Teen Spirit? Simile ist doch sowas wie Ähnlichkeit, hier, ne? It's yours if you Als want. Smells Like, also ist ähnlich wie, müsste das sein, oder? Because the title uses the word like to compare a smell to teen spirit, it's a simile. Sehr schön. Ooh, smells more like teen armpit. Alrighty, pick one. Nee, ich wollte da nicht ranzoomen. This category is known as Oh, nee. Guys in Rubber. This one can get you 10 grand. Think fast. Ist das Spiel abartig, ey. What's the best Batman movie? Batman, Batman Returns, Batman Forever, or Batman and Robin? Ist das ernsthaft gemeint? Do it. Also eigentlich, ich würde sagen Batman. Obwohl Batman Returns ist ein bisschen besser, aber Batman. I mean, it was okay, but it wasn't the best. Dann Batman Returns. Wenn jetzt Here's the right answer. Hey, the second Batman was definitely the best. Come Gut. on, Michelle Pfeiffer as Catwoman definitely made this the best one. I mean, she totally gave Batman and Robin his money, unlike all those other wimpy female characters. And how can you argue with that whip? Ja gut, wenn man natürlich so ein SM-Fanatiker ist, dann ist das natürlich eine geile Sache, ne? Wenn man da Michelle Pfeiffer in Lederklamotten und Peitsche sieht, ja. Okay, we're gonna rejoin the game after this short commercial message. Hey kids, come on down to the puppy farm! Just drop your puppies in the top and watch them dig an underground community. Breathe in there. The large plexiglass viewing surface is perfect for group puppy watching. Look kids! It's a puppy farm! Yay. So, wird geskippt. Diese Commercials ist übrigens auch etwas, was später bei anderen Teilen von You Don't Know Jack öfter mal auftauchen wird. Oder Sponsors sind es da, glaube ich, aber egal. Jo, mach mal. The Simpsons. Ah, wo die herkommen, alles klar. Ach, Illinois, also Springfield oder Illinois. Ja. Oder Springfield in Illinois. Ja. The Tick, keine Ahnung. Ich kenne die Serie, aber hab sie noch nie wirklich gesehen. The City. Das ist so toll. King of the Hill. Wo waren die denn? Bedrock, nein. Ah ja klar, Texas, naja, klar, das soll ja die konservative Texas. South Park, Colorado? Natürlich South Park, Colorado. Ja, South Park, aber das South Park ist in Colorado laut der Serie. Beavis and Butthead. Ach, keine Ahnung, ey. Bedrock. Man merkt, ich bin nicht mehr so aufmerksam, ne? Also, in der 4. Runde ist dann doch irgendwann mal Schluss hier. Gotham. Gotham. Give me Gotham. Give me Gotham. Highland, ich noch nie gehört, wo die wohnen. Also habt ihr das jemals gesagt? Final Scores. Ist okay, alles gut. 0! Oh. Just think, if you only got 1 or 2 more questions right, you'd just be embarrassed instead of like totally humiliated. Well, next time. Thanks for playing. Bye. Alles gut. Ja, Mensch, ne? Also da habe ich ja wieder mich so ein bisschen auf mein, ich sag mal, mein vorheriges Antwortniveau begeben, ne? Also das war ein sehr antiklimaktisches Ende tatsächlich, wenn man denkt, dass ich vor einem 6-stelligen Bereich war. Aber ist in Ordnung, ja. So, meine Ohren, die dröhnen übrigens gerade durch diese ganze Geräuschkulisse. Also das ist schon, es ist lustig, ne? Ich muss es jetzt wieder mal spielen. Es ist halt sehr, sehr aufgedreht. Es ist halt typisch ne? Auch so, ne? Wahrscheinlich dachten die sich, ja, wir müssen die Teenager irgendwie bei der Stange halten, deswegen immer schön laute Geräusche und Piu, Pu, Pau, Peng. Hier eine Explosion, da eine Explosion, hier ein lautes Geräusch und ganz viel Ekel, Gedöns mit Pickel und Kacke und Pipi. Ja, aber gut, ist doch schön, dass man schon eine Version auch mal für Jüngere kreiert hat. So,
In der nächsten Folge geht es dann weiter mit Teil 6. Teil 5 gab es irgendwie in der im Steam Store nicht. Das war nicht mit im Angebot drin, keine Ahnung warum. Dann geht es halt mit Teil 6 weiter. Irgendwas mit, ach keine Ahnung, Golden Treasure oder Lost Treasure oder irgendwie sowas, keine Ahnung. Wir werden es ja dann sehen. Ja, gut, es hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Sehr viele Runden diesmal gespielt, ja, aber hey, ne, hat sich ja angeboten bei der kurzen Rundenanzahl. Ich hoffe, ihr hattet auch Spaß und wenn dem so ist, dann sehen wir uns natürlich auch beim nächsten Mal wieder. Und wenn dem nicht so war, sehen wir uns hoffentlich trotzdem beim nächsten Mal wieder. Alles klar, bis dahin, ne? Ciao.